Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Agricon. Es gibt seit Jahren im Precision Farming ein Thema, welches immer wieder Nachdenken auslöst, und das ist das richtige Beprobungsraster und die zeitliche Wiederholung bei der Analyse auf Grundnährstoffe. Ich bin Herrn Mann von der LBB Göttingen sehr dankbar, dass er diese Frage im letzten Beratungsschreiben thematisiert. Anlass war übrigens eine Stellungnahme zu dem Produkt X-Lab oder auch dem Analysespaten der Firma Stenon. Seinem Urteil möchte ich mich anschließen. Eine Untersuchungsmethodik, welche den Nachweis der Vergleichbarkeit zu den bisherigen Untersuchungsmethoden noch nicht erbracht hat, kann der Praxis nicht empfohlen werden. Bis heute gibt es keine neuen Beurteilungsmöglichkeiten zur pflanzenbaulichen richtigen Ermittlung der entsprechenden Kalk-, Phosphor-, Kali- und Magnesium-Düngungsmengen als die bisher bekannten Methoden der VDLUFA. Was ist eine optimale Strategie bei der teilflächenspezifischen Kalkung und Grunddüngung? 1992 habe ich selbst das erste Mal GPS-gestützte Bodenproben gezogen und die Frage nach der richtigen Vorgehensmethodik hat mich auch nie verlassen. Wie genau muss man beproben? Was ändert sich im Laufe der Jahre? Wie genau muss das Raster gelegt werden? Und viele andere Fragen mehr. Seitdem sind an meinem geistigen Auge mehrere Millionen Hektar Nährstoffverteilkarten vorbeigezogen aus verschiedenen Regionen Europas mit verschiedensten Rasterungen. Und auch in dieser Zeit wurden viele wissenschaftliche Untersuchungen oder Studien durchgeführt, um diese Fragen näher zu beleuchten. Ich versuche nun einmal aus meiner fast 30-jährigen Praxis diese Eingangsfrage zu beantworten und möchte dazu Ihnen einige zusammenfassende Gedanken mit auf den Weg gehen. Frage Nummer 1. Welches Beprobungsraster sollte man wählen? An diese Frage schließt sich direkt an, wie genau will man denn das Ergebnis haben? Wie viel Unschärfe kann man sich aus einer Kosten-Nutzen-Erwägung heraus leisten? Um diese Frage zu beantworten, gibt es wie immer einen wissenschaftlichen Weg. Diesen möchte ich hier nicht zu genau vorstellen, aber mittels der sogenannten Semi-Variogramm-Analyse lässt sich mit relativ hohem Aufwand ermitteln, mit welcher Intensität des Beprobungsrasters die statistische Wahrheit in einem hohen Maße abgebildet wird. Ich sage es gleich vorab, diese Ergebnisse schwanken sehr stark von Feld zu Feld, von Region zu Region. Also eine absolute Vorhersage kann schlichtweg nicht getroffen werden. Aber, grob gesagt, wenn wir uns diese ganzen Daten anschauen und versuchen mal einen Mittelwert zu finden, dann liegt die statistische Wahrheit etwa bei einem 0,5 Hektar Raster, also 2 Proben pro 1 Hektar. Das ist eine Zelle von etwa 70 mal 70 Metern plus minus. Je gröber wir also werden, desto weiter weg bewegen wir uns von der statistischen Wahrheit. Nächste Frage. Wie beproben wir denn heute und was kostet das? Gegenwärtig ist es so, dass noch einige wenige Betriebe im 5 Hektar Raster beproben lassen. Diese Daten werden meist fast nur fürs Amt genutzt und das sagen diese Betriebsleiter auch, dass sie es gar nicht so genau haben wollen, sie machen eh nichts damit. Das heißt, die Düngeempfehlungen werden eher kaum umgesetzt, gleich gar nicht auf der Teilfläche. Die meisten Betriebe nutzen ein 3 Hektar Raster, oft ausgerichtet am Bodenscanner oder manchmal noch an der Reichsbodenschätzung. Kleinere Betriebe mit geringeren, mittleren Schlaggrößen gehen jetzt auch zunehmend zum 1 Hektar Raster über. Man muss hier auch einmal die zeitliche Entwicklung beachten. Im Osten sind wir vom 10 Hektar Raster vor rund 40 Jahren übergegangen zum 5 und später zum 3 Hektar Raster. Im Westen wohl eher von 5 auf das 3 und jetzt auch zunehmend zum 1 Hektar Raster. Der Trend also
bessere und genauere Daten für die Steuerung der Düngung und für die Steuerung der Bodenfruchtbarkeit zu nutzen, ist absolut richtig und muss auch mal anerkannt werden. Also wir sind da absolut auf einem guten und richtigen Weg. Schauen wir uns zunächst die Kosten an. Also, was kosten verschiedene Raster? Ich habe das anhand unserer eigenen Preise einmal kalkuliert für einen kleineren Betrieb, 100 Hektar, dann für einen Betrieb mit 500, einen mit 1000, einen mit 1500 Hektar. Also, das 10 Hektar Raster kostet 3 bis 4 Euro pro Hektar, das 5 Hektar Raster 5 bis 7 Euro pro Hektar, das 3 Hektar Raster kostet 7 bis 9 Euro pro Hektar und beim 1 Hektar Raster liegen wir dann bei 20 bis 25 Euro. So, und das müssen wir gegenüberstellen zu dem, was wir damit bewegen. Unterstellen wir einmal, dass der Betrieb ca. 5 Jahre mit diesen Daten arbeiten will. Also wir stellen dem jetzt gegenüber die gesamten Düngungskosten, die Kosten des Düngemittels also und der Ausbringung. Dazu möchte ich eine kurze Modellrechnung anstellen. Also wir nehmen mal einfach an, ein Betrieb hat überall im Durchschnitt und bei allen Nährstoffen die Gehaltsklasse C, bedeutet plus minus der Entzug bzw. der Verlust der Nährstoffe muss ersetzt werden. Insofern wir nicht von der Bodenfruchtbarkeit leben wollen. Zweitens, der Betrieb hätte eine Fruchtfolge mit 1/3 Winterweizen mit 80 Dezitonnen, 1/3 Wintergerste mit 75 Dezitonnen Ertrag, dann hat er noch ein Sechstel Winterraps mit 40 Dezitonnen und ein Sechstel Silomais mit 550 Dezitonnen. Also 1/3 Blattfrucht, 2/3 Halmfrucht. Wenn man das hochrechnet, müssten wir dann also 150 Kilogramm Rein-P, 325 Kilogramm Kalium, 75 Kilogramm Magnesium und 1500 Kilogramm CaO pro Hektar zuführen. Rechnet man diese Mengen mal mit den mittleren Nährstoffpreisen hoch, dann fallen hier rund 100 Euro pro Hektar und Jahr an. Überschlägig addieren wir jetzt noch 20% Ausbringkosten dazu, dann reden wir also im Schnitt von 120 Euro pro Hektar und Jahr. Bedeutet, mit diesen vorher genannten Kosten der Beprobung, gerechnet auf 5 Jahre, bewegen wir in 5 Jahren rund 5 mal 120, 600 Euro Kosten an Grunddünger und Maschinenkosten pro Hektar und das auf Basis der Bodenuntersuchung. Dazu an dieser Stelle noch ein weiterer Gedanke. Die Düngeempfehlungen und damit die gesamten Grunddüngungskosten orientieren sich vor allem an dem zu erwartenden Mehrertrag. Das Ziel, wie oftmals formuliert, ist nicht das Aufdüngen auf eine optimale Gehaltsklasse. Das Ziel ist die Realisierung eines Mehrertrages. Das mittelfristige Anheben der Gehaltsklasse ist eigentlich eher das Abprodukt. Noch einmal, das Hauptprodukt ist der zu erzielende Mehrertrag auf Basis der Bodenuntersuchung der entsprechenden Düngeempfehlung. Das heißt, im Umkehrschluss, den 600 Euro Grunddüngungskosten stehen also mindestens 600 Euro Mehrerlöse in dieser Zeit gegenüber, eher mehr. Also, je größer das Raster gewählt wird, desto falscher werden wir die 600 Euro wahrscheinlich platzieren. Desto weniger wahrscheinlich ist es also, dass wir diese Mehrerträge realisieren oder auch Kosten an Düngemitteln einsparen. Je kleiner das Raster gewählt wird, desto richtiger werden die Nährstoffe platziert. Bilden wir einmal, um uns diese Größenordnung zu vergegenwärtigen, mal die Relation aus Beprobungskosten und den Kosten der Grunddüngung oder besser gesagt dem Mehrerlös, damit wir am Ende mal wissen, über was reden wir denn eigentlich, in welchen Dimensionen bewegen wir uns. Also wir dividieren Beprobungskosten durch die 600 Euro Aufwand an Grunddüngung bzw. Mehrerlöse. Dann kommt beim 5 Hektar raus, dass die Kosten sich auf 1% belaufen. Beim 3 Hektar Raster belaufen sie sich auf 1,5%. Beim 1 Hektar Raster auf 3,5%. Und bei einem halben Hektar Raster, was jetzt wirklich die reine statistische Wahrheit wäre, bei 6 bis 8%.
Das heißt, für einen mittleren Mehrerlös von 100 € pro Hektar müssen also je nach Raster 1 €, 1,50 €, 3,50 € oder 7 € investiert werden. Wenn ich die 7 € investieren würde, also das halbe Hektar Raster, kann man absolut sicher sein, dass die 100 € realisiert werden. Jeder kann sich nun dazu seine eigenen Gedanken machen, aber klar ist, dass das 1 Hektar Raster besser ist als das 3 Hektar Raster und das 3 Hektar Raster besser als das 5 Hektar Raster. Die Kostenunterschiede zwischen diesen Rastern sind im Vergleich zu den Düngekosten bzw. zu erwartenden Mehrertrag marginal. Nächste Frage. Soll man das Raster an Fahrgassen ausrichten? Ganz klare Antwort von mir, nein, das sollte man nicht. Denn die räumliche Heterogenität dieser Nährstoffunterschiede ist a priori absolut unbekannt. Das kann Ihnen niemand sagen, wie sich das auf dem Feld darstellen wird. Wir wissen aus der Statistik nur, dass wir im Mittel alle 5000 Quadratmeter, also halbes Hektar Raster, eine Probe ziehen müssten, wenn wir wirklich bei der Wahrheit landen wollen. Also hat die Information eine Reichweite, also eine räumliche Distanz von rund 70 mal 70 Metern. Und das in alle Richtungen. Das ist also nicht irgendwie in eine gewisse Richtung gebunden. Legen wir nun zum Beispiel ein 1 Hektar Raster entlang einer Fahrgasse und unterstellen wir mal, die Fahrgasse hätte eine 30 Meter Breite, dann wäre die die Länge der Beprobungszelle rund 330 Meter. Also rund 5-mal länger als die gerade erwähnten 70 Meter. Ich plädiere aus meiner Berufs- und Lebenserfahrung heraus, die Beprobungsraster eher anhand der Bodenunterschiede auszurichten. Dazu eignet sich mit einer Auflösung von rund 100 Bodeninformationen pro 1 Hektar der Bodenscanner besonders gut. Wir grenzen dann Zonen gleicher Sorption und Rezeption ab und können dann in diesen Zonen beproben. Das Längen-Breiten-Verhältnis der Beprobungszelle sollte dann nicht größer als 1:3, besser 1:2, 2,5 sein. Frage Nummer 3. Auch eine Frage, die immer wieder diskutiert wird, die Sie auch sich in Ihrem Unternehmen stellen. Aller wie vieler Jahre sollte man denn eine Beprobung auf Grundnährstoffe wiederholen? Herr Mann hat in seinem Rundschreiben eine interessante Idee aufgelegt, und zwar, man könnte mit einem 1 Hektar Raster starten im ersten Jahr, dann nach 6 Jahren, um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen, dann auf das Minimalraster von 5 Hektar zu gehen, um Kosten zu sparen, und dann nach 12 Jahren erneut im 1 Hektar Raster zu beproben. Dieser Ansatz klingt auf den ersten Moment charmant. Rechnet man sich das einmal aus, dann fallen bei dieser Vorgehensweise etwa 2,10 € bis 2,70 € pro Hektar und Jahr an Kosten an. Ich habe über diese Idee auch lange drüber nachgedacht und habe mich gefragt, was meine Meinung dazu ist und was ich dazu sagen würde. Und auch hier will ich mich klar positionieren. Von dieser Vorgehensweise würde ich Ihnen doch eher abraten, auch wenn es charmant klingt, vorne gut aufzulösen, zwischendrin ein bisschen schmutzig zu arbeiten und nach 12 Jahren erneut hoch aufzulösen. Warum rate ich davon ab? Fakt ist, die Ergebnisse des 5 Hektar Rasters dann im 6. Jahr lassen sich nicht mehr real vergleichen mit dem vorherigen 1 Hektar Raster. Dem Gesetz hätte man jetzt Genüge getan, allerdings nützten mir diese Werte aus agronomischer Sicht nichts, denn ich kann nicht mehr vergleichen, ich kann also den Trend der Veränderung nicht mehr real bewerten. Also das bedeutet, ich habe nach 6 Jahren keine Erfolgskontrolle, was meine teilflächenspezifische Düngung in den ersten 5 Jahren gebracht hat. Zweitens, typischerweise fängt man zuerst mit der teilflächenspezifischen Kalkung an. Der pH-Wert hat erstens den stärksten Einfluss auf den Ertrag und zweitens verändert er in einem starken Maße die Nährstoffverfügbarkeit aller anderen Grundnährstoffe. Hier ist insbesondere die Phosphorverfügbarkeit zu nennen. Wenn allein in den Gehaltsklassen A und B richtig gekalkt werden würde, also in pH-Gehaltsklassen, dann erhöht sich relativ schnell und da reichen schon 3-4 Jahre aus, der pH-Gehalt um 1 bis 3 Milligramm pro 100 Gramm Boden. Wir haben das so oft beobachtet, wir haben auch zum Teil Versuche gemacht, konsequent richtige Kalkung
Und wir sehen relativ schnell, wirklich, das geht 3, 4, 5 Jahre, wir sehen, dass sich automatisch die Phosphorverfügbarkeit wieder erhöht. Bedeutet, wir sind dann schnell beim Phosphor in der nächst höheren Gehaltsklasse und dann bei ganz anderen Düngungsempfehlungen. Bleiben wir ruhig beim Phosphor als den teuersten Nährstoff. Die meisten von Ihnen wissen, dass sich die Düngungsempfehlung beim Verschieben um eine halbe Gehaltsklasse signifikant ändert. Um den P-Gehalt um 1 Milligramm zu erhöhen im Boden, bedarf es je nach Standort einen P-Überschuss von 70 bis 120 Kilogramm. Diese Zahl streut sehr stark, ist sehr stark standortabhängig. Schauen wir uns also nun nur aller 12 Jahre das Bild beim Phosphor genauer an, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir davon 6 bis 8 Jahre im Blindflug sind. Also im wahrsten Sinne des Wortes, wir wissen nicht genau, wo wir uns befinden. Wenn wir im Minimum nur eine P-Gehaltsklasse daneben liegen, und das ist sehr, sehr wahrscheinlich, sind das je Jahr gut 15 €, die wir falsch einsetzen. Also im besten Fall haben wir vielleicht 1 bis 2 € gespart, aber liegen mit 15 € bei der Düngung daneben. Man muss sich die Frage stellen, ist es das wirklich wert? Die gleiche Argumentation gilt für Kalk. Der CaO-Verlust beträgt pro Jahr zwischen 200 und 400 Kilogramm. Dieser muss ersetzt werden unter unseren klimatischen Bedingungen. Ansonsten haben wir eine zunehmende Versauerung. Aber niemand kann sagen, gilt jetzt die untere, eine mittlere oder eine höhere Zahl. Das hängt von ganz, ganz unterschiedlichen Witterungsbedingungen, auch Bodenbedingungen ab. Also zu viele Faktoren, um das genau abzuschätzen. Ich bringe Ihnen ein Beispiel. Auf trockenen Standorten bei flugloser Bodenbearbeitung, also hoher Kapillarität, also stark aufsteigenden Bodenwasser, werden oftmals basische Bestandteile aus dem Unterboden in den Oberboden transportiert. Und das Ergebnis kennen wir von vielen Standorten. Die pH-Werte steigen an, obwohl wir nicht kalken. Das würde ich auch keine 12 Jahre ignorieren wollen und nach 12 Jahren erst wieder schauen, wo wir uns denn befinden. Also, das sind jetzt mal 2, 3 Beispiele, um Ihnen zu zeigen, dass ich aus agronomischer, pflanzenbaulicher und auch bodenkundlicher, bodenchemischer Sicht dieses Risiko erst nach 12 Jahren einer Erfolgskontrolle durchzuführen, ablehnen würde. So, kommen wir nun zur 4. Frage. Wie sieht denn nun eine optimale Beprobungsstrategie aus? Und ganz ehrlich, darauf will ich Ihnen keine pauschale Antwort geben, aber ich möchte Ihnen einige Überlegungen an die Hand geben. Letztendlich liegt es bei Ihnen. Sie werden natürlich immer sagen, okay, der Herr Leithold ist mit der Agricola in diesem Geschäft tätig, klar, was der will. Das akzeptiere ich alles, aber ich möchte Sie bitten, selber nachzudenken und sich mal selber die Kostenseite und die Erlösseite gegenüberstellen und sich dann die Frage selbst zu beantworten. Aber ich möchte Ihnen Orientierung geben. Erste Aussage. Nach meiner Ansicht nach, ein 5-Hektar-Raster fällt von vornherein aus, insofern wir real teilflächenspezifisch düngen wollen. Ganz klare Aussage, zu weit weg von der Wahrheit. Das würde ich niemandem empfehlen und ich habe es auch unseren Fachberatern gesagt, wenn ein Betrieb einen 5-Hektar-Raster beproben will, ist es okay, aber dann haltet euch bitte zurück mit Düngungsempfehlungen für Teilfläche. Wir sind einfach da irgendwo im Niemandsland. Auf der anderen Seite die statistische Wahrheit, das 0,5 Hektar Raster wird wahrscheinlich die meisten Betriebsleiter abschrecken. Also wir legen es auch mal beiseite, 5 Hektar Raster weg, 0,5 auch weg. Dann diskutieren wir also über das 1 und 3 Hektar Raster. Und dazu möchte ich Ihnen auch zunächst mal eins sagen, das ist kein Dogma. Wir können auch über ein 1,5, 1,8, 2, 2,5, 2,7 Hektar Raster sprechen. Also Stachelraster sind überhaupt nicht nötig. Und gerade wenn man diese Raster ausrichtet am Bodenscanner, dann kommen wir ohnehin oft zu, ich sag's mal, zu krummen Rastern, also irgendetwas dazwischen. Da, wo ich viel Heterogenität habe, gehe ich ein bisschen genauer rein. Da, wo ich große Areale habe, die sehr, sehr homogen sind, kann ich auch mal ein bisschen das Raster größer ziehen. Nächste Aussage, auch ganz klar müssen wir nicht diskutieren, 1 Hektar Raster ist qualitativ besser als das 3 Hektar Raster. Gar keine Frage. Nutzten wir den Bodenscanner zur Ausrichtung der Beprobungszellen, kann man das 3 Hektar Raster noch ein Stück weit verbessern in seiner Aussagegüte. Eine Wiederholungsbeprobung nach 12 Jahren ist schlechter, ist deutlich schlechter als eine Wiederholungsbeprobung nach 6 Jahren und diese wiederum ist schlechter als eine Wiederholungsbeprobung nach 4 Jahren.
Fassen wir es zusammen, wir suchen also einen Kompromiss aus der Güte der räumlichen Auflösung und einer entsprechenden Nachkontrolle der Veränderung der Nährstoffgehalte nach erfolgter Düngung über die Zeit. Rechnen wir mal einfach 3 Beispiele durch. Variante 1, das war die Idee von Herrn Mann. Also Variante 1, im ersten Jahr beproben 1 Hektar Raster, im 6. Jahr 5 Hektar Raster für den Gesetzgeber und im 12. Jahr noch einmal wiederum ein 1 Hektar Raster. Variante 2, das was viele heute machen, wir beproben alle 4 Jahre im 3 Hektar Raster. Wir richten die Zellen mit dem Bodenscanner aus. Variante 3, erstes Jahr Beprobung im 1 Hektar Raster, im 5. Jahr eine Beprobung von 1/3 der Proben, um den Veränderungstrend zu erkennen. Also wir bleiben dann im feinen Raster, aber nehmen nur jede 3. Probe. Und im 10. Jahr kommen wir erneut mit einem 1 Hektar Raster. Auch hier die Ausrichtung der Beprobungszellen mit dem Bodenscanner. So, das sind jetzt 3 Strategien, die könnte man herzlich lang und intensiv diskutieren und hätte jeder eine Meinung. Ganz ehrlich, lassen wir uns mal die Kosten anschauen, wo wir hier jetzt landen. Variante 1 liegen die Kosten zwischen 2,10 € und 2,70 € pro Hektar und Jahr. Variante 2 liegen die Kosten zwischen 1,90 € und 3 € pro Hektar und Jahr. Und Variante 3 liegen die Kosten zwischen 3 € und 4,20 € pro Hektar und Jahr. Nochmal zur Erinnerung, die Düngerkosten frei Wurzel bzw. der zu realisierende Mehrerlös liegt bei mindestens 120 € pro Hektar und Jahr. Wir reden also über rund 1 € pro Hektar und Jahr Differenz zwischen den Varianten. Ehrliche Frage, meine Damen, meine Herren, über was reden wir eigentlich? Gut, deswegen jetzt mein Schlusssatz oder meine Schlusssätze, eine kleine Zusammenfassung. Das 1 Hektar Raster ist dem 3 Hektar Raster in seiner Aussagegüte eindeutig überlegen. Bodenscanner ist immer anzuraten, die Information behält seine Gültigkeit über locker 40 Jahre, also für Ihr Leben ist das vollkommen ausreichend. Und diese Information brauchen wir auch für die differenzierte Saat. Eine Wiederholungsbeprobung ist mindestens alle 5, besser alle 4 Jahre aus pflanzenbaulicher Sicht vorzunehmen. Wer ernsthaft präzise düngen will, also die jährlichen 120 € Grunddüngungskosten ertragswirksam platzieren möchte, sollte nicht allzu lange über eine jährliche Kostendifferenz von 1 bis 2 € pro Hektar und Jahr diskutieren. Vielen Dank und ich freue mich auf die Diskussion und die Gespräche, die Sie, liebe Betriebsleiter, mit unseren Fachberatern dahingehend führen werden.